Hallo, schön, dass du da bist. Heute habe ich eine ganz süße DIY-Idee für dich und zwar aus solchen Holzklötzchen. Hast du bestimmt schon gesehen, sieht man gerade überall mit ganz, ganz vielen tollen DIY-Ideen. Also wirklich ein Spitzenmaterial für so vielseitige Ideen, die man damit umsetzen kann. Und heute wollte ich dir zeigen, so einen ganz süßen Kartenhalter, in dem man vorne Trockenblumen auch reinstecken kann. Also auch eine ganz süße Idee jetzt vielleicht für Muttertag, aber auch zum Geburtstag oder so als Blumengruß oder auch zum selber hinstellen. Kann man auch hinten dann eine Karte oder ein Foto reinstecken. Also wirklich eine ganz nette Idee und wirklich schnell gemacht. Und ich habe dir auch 3 Karten vorbereitet, die kannst du dir auf meinem Blog kostenlos downloaden. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung hier direkt unter dem Video. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige dir erstmal, mit welchen Materialien wir heute arbeiten und dann steigen wir auch direkt in das DIY-Projekt ein. Also viel Spaß dabei! Für dieses DIY benötigst du folgende Materialien, solche Holzkugeln in unterschiedlichen Größen. Ich habe dir die Maße unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann habe ich hier teilweise die unten noch so angemalt, das ist optional, man kann die auch einfach so lassen, so einem schönen Pastellgelb und hier in so einem schönen Pastellrosa. Davon wagen wir, wie gesagt, 5 Stück. Dann diese Holzklötzchen, die ich erwähnt habe. Da brauchen wir 6 Stück von, ein bisschen Holzleim und ein paar Trockenblumen. Und dann können wir auch schon mit dem Projekt beginnen. Zunächst klebe ich von den 6 Holzleisten 4 aneinander. Und dafür trage ich meinen Holzleim hier an der schmalen Kante immer auf. Ich nehme jetzt hier so einen ganz normalen Holzleim. Den gibt es ja auch in der Express-Version. Die ist natürlich noch besser, weil es da noch schneller geht. Aber mit dem normalen Leim habe ich ungefähr eine Stunde gewartet und dann war das auch alles ganz gut fest aneinander geklebt. Und so überschüssigen Kleber, den wische ich immer so ein bisschen mit dem Finger weg. Der trocknet ja auch transparent auf, ist also alles gar nicht so tragisch. Oder du nimmst dir so ein leicht feuchtes Tuch und dann kannst du das auch ganz gut dann am Schluss alles nochmal abwischen, damit da keine Kleberreste übrig bleiben. Und guck, dass du das nicht unbedingt auf dem Papier festklebst, weil doch immer so ein bisschen Leim unten drunter läuft. Ich habe hier auch so eine Folie drunter als Unterlage und da klebt das dann nicht fest. Oder du musst es dann einmal kurz anlupfen, dass es eben nicht festklebt. Das wäre jetzt so noch zu beachten. Wenn wir dann die 4 Holzleisten hier festgeklebt haben, dann können wir uns auch schon an den Kartenhalter machen. Schau, dass das immer alles schön miteinander abschließt. Und für den Kartenhalter brauchen wir dann die letzten 2 Holzstäbchen. Und auch hier wieder eine dünne Schicht Leim auftragen und dann klebe ich das immer oben erstmal an der Kante fest, dass das bündig abschließt unten. Und das zweite lasse ich dann an der vorderen Kante des letzten Stäbchens abschließen. Du kannst aber auch einen breiteren oder einen schmaleren Schlitz dann lassen, je nachdem, was du da dann auch drin befestigen möchtest. Aber das finde ich einen ganz guten Abstand. Und das sieht dann auch alles ganz ordentlich aus. Ja, und dann kann ich die Holzkugeln aufkleben. Ich beginne immer mit der großen Kugel und fixiere mir die dann in der Mitte. Hier die Farbe, da kannst du eigentlich nehmen, was du möchtest. Also ich habe jetzt hier Kreidefarbe verwendet, aber du kannst auch Acrylfarbe, Wandfarbe, was du zu Hause hast, ganz gut verwenden, um die Kugeln noch ein bisschen farbig zu gestalten, aber das ist optional. Und ich gucke immer, dass ich die unterschiedlich klebe, dass die Farbfläche mal oben oder mal unten zu sehen ist. Jetzt klebe ich die Farbfläche, dass die oben ist, zu sehen. Und so kann ich da auch so ein bisschen spielerisch das Ganze nochmal gestalten. Und wie gesagt, ich fange mit der großen Kugel in der Mitte an und arbeite mich dann mit den kleineren Kugeln nach außen vor. Und hier klebe ich jetzt nochmal die Farbfläche nach unten bei den rosanen Kugeln und so finde ich, sieht das ganz süß aus. Und das Ganze lasse ich jetzt einmal gut, so wie gesagt, ungefähr eine Stunde lasse ich das jetzt aushärten, den Klebstoff. Und hier habe ich 3 Karten für dich gestaltet.
die man dann wunderbar verwenden kann zum Verschenken. Also die Karten kann man dann schön hier hinten reinstecken und vorne mit den Blumen. Einmal Blumen für dich, alles Liebe zum Muttertag, oder wenn man es als kleines Geburtstagsgeschenk verwenden möchte, kann man hier auch eine süße kleine Happy Birthday Karte verwenden. Die Karten findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt muss ich meine Trockenblumen eigentlich nur noch ein bisschen einkürzen, dass das alles schön von der Länge her stimmt, in unterschiedlichen Längen. Und dann können wir den Kartenständer auch schon hübsch dekorieren. Ich hoffe, dir hat das kleine DIY gefallen. In den nächsten Tagen kommt nochmal ein DIY mit diesen Holzklötzchen, weil ich finde einfach, die sind so vielseitig und toll einsetzbar und doch super kostengünstig dafür. Da kann man echt unheimlich viel machen. Wenn du das Video nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. In den nächsten Tagen, ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade, auf jeden Fall noch vor Muttertag, weil das auch wieder eine Idee ist, die man zum Beispiel auch für Muttertag, aber auch zum selber dekorieren verwenden kann und auch sehr hübsch aussieht. Ja, ich würde sagen, für heute war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss!